Hallo liebe Hamsterfans, ich kriege momentan recht häufig die Frage gestellt, was genau denn der Vorteil von Terrariumerde gegenüber Streu ist. Das wollte ich heute erklären. Zunächst mal muss man natürlich sagen, dass ein bioaktives Terrarium ja nicht genau den Lebensraum des jeweiligen Hamsters widerspiegelt. Deswegen ist es nicht immer eine super natürliche Haltung, aber es ist eben eine naturnahe Haltung. Hamster leben in der Wüste, sie leben im Wald, sie leben auf dem Feld, sie leben in der Steppe. Es kommt ganz auf den jeweiligen Hamster an. Deswegen ist Erde auch nicht per se für jeden Hamster geeignet. Der erste Vorteil, den ihr habt mit Erde: Ihr habt weniger Arbeit damit, die Pipi-Ecke von eurem Hamster sauber zu machen. Denn ihr habt ja in der Erde eine Bodenpolizei, das sind kleine Insekten, Asseln oder Springschwänze, und die kümmern sich um all die Hinterlassenschaften eures Hamsters, ohne dass sie den für den Hamster typischen Eigengeruch zerstören. Die Bodenpolizei ist wirklich winzig, ihr braucht keine Sorge haben, dass die irgendwie in eurem Haus rumkrabbelt. Das sind ganz kleine, millimetergroße Mini-Insekten und die bewegen sich auch nur in der Erde und werden das Terrarium nicht verlassen, und die halten ihre Population relativ gut aufrecht. Ihr könnt euch das bioaktive Terrarium wie so ein kleines Ökosystem vorstellen. Ihr habt die Pflanzen, ihr habt den Hamster, ihr habt die Erde mit den verschiedenen Gesteinsschichten und ihr habt die Insekten, und alles zusammen hält sich eben selbst aufrecht und hält sich selbst am Leben. Damit einher geht aber natürlich auch die erste Schwierigkeit, und die ist tatsächlich, dass ihr eben euch informieren müsst über Pflanzenpflege. Pflanzen brauchen ja unterschiedliche Mengen an Wasser, und ein Hamster sollte es aber nicht zu feucht im Terrarium haben. Er selbst sollte ja gar nicht nass werden. Also wenn er sich zum Beispiel jetzt direkt unter einer Pflanze eine Höhle gegraben hätte und ihr würdet die Pflanze massiv gießen, dann könnte das sehr negative Auswirkungen auf den Hamster haben, weswegen ihr immer mit kleinen Schlücken gießen solltet oder einfach besprühen solltet. Und da kann es halt sein, dass manche Pflanzen, wie zum Beispiel Katzengras, das nicht ganz so gut aufnehmen und ihr da relativ häufig neu anpflanzen oder nachsäen müsst. Es ist eben einfach eine große Erfahrungssache. Ich persönlich kann für meine beiden Hamster sagen, dass sie sich sehr wohlfühlen in der Erde. Vor allem Remy ist wirklich sehr an die Erde gewöhnt und hält sich auch fast nur noch in der Erde auf. Er kommt zwar häufig tagsüber raus, sammelt seine Körnchen ein, aber er lebt unter der Erde. Er schleift alles unter die Erde und hat dort wirklich ein komplettes Gangsystem. Also ich kann zumindest für mich sagen, dass meine bisherigen Hamster im Streu wenig gebuddelt haben und dass die jetzigen Hamster in der Erde einfach viel mehr buddeln. Ich habe auch das Gefühl, dass sich gerade Remy besonders wohl fühlt, was die Pflanzen angeht. Er hat ja angefangen, den Golliwog abzuknabbern. Tweety isst den Golliwog nicht, aber er bewegt sich eben gerne im Golliwog. Der Vorteil vom Streu kann sein, dass Hamster eben an das Streu gewöhnt sind. Das heißt, egal wo ihr euren Hamster herbekommt, ein Hamster wird normalerweise eher Streu kennen. Ein weiterer Vorteil vom Streu ist eben, dass alles schön trocken bleibt. Im Streu ist es so, wenn der Hamster pieselt, wenn er mal durch sein Näpfchen läuft, er ist relativ schnell wieder trocken. Und das ist eben bei der Erde nicht der Fall. Das ist ja auch der Grund, weswegen ihr in der Erde immer Schichten braucht, die das Wasser binden. Das heißt zum Beispiel eben den Blähton oder den Aquarienkies. Und natürlich muss die Erde vollkommen trocken sein, bevor ihr den Hamster das erste Mal ins Terrarium lasst. Ein kleiner Nachteil von der Erde ist es, dass der Hamster die Erde eben überall mit hinschleppt und dass auch die Einrichtung im Terrarium relativ schnell verfaulen kann. So, das ist sowohl bei Remy als auch bei Tweety so, dass die natürlich durch die Erde laufen und dann mit ihren kleinen Pfötchen am Rand von dem Näpfchen sich festhalten, und da kann man das jeden Tag wirklich einmal komplett sauber machen. Das ist nach ein paar Stunden wieder eingesaut. Nichtsdestotrotz sieht natürlich ein Terrarium mit Pflanzen sehr schön aus. Also ich werde jetzt auch von Gästen öfters angesprochen: oh, wow, du hast ja echt ein schönes Terrarium. Was lebt denn da drin? Es ist wohl trotzdem noch so, dass die meisten Menschen sowas bei einem Hamster noch nicht gesehen haben. Was man noch wissen sollte, ist, dass man keine chemischen Dünger verwenden sollte für die Pflanzen und dass man eben Pflanzen, die man im Gartenfachmarkt kauft, dass man die eben vorher reinigen muss. Man kann ja die meisten Pflanzen auch ansäen, aber das ist tatsächlich ein schwieriger Prozess. Ich habe da auch schon Rückmeldungen bekommen von Menschen, die versucht haben, Golliwog als Futterpflanze anzusäen, und das ist sehr schwierig. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, und das ist das Thema Licht. Ihr werdet für eure Pflanzen und speziell für den Golliwog viel Licht brauchen, und
Da ist es immer so ein bisschen schwierig, wenn man da am Anfang ist und die Pflanzen noch nicht so groß sind und man hat aber tagsüber für 2-3 Stunden das Licht an, dann kann sich natürlich ein Hamster, der viel tagaktiv ist, auch ein bisschen umstellen vom Hormonsystem. Bei Djungaren sieht man das am Fellwechsel manchmal, dass sie sich auf die Winterzeit einstellen, und Tweety ist eben wieder etwas dunkler geworden, seit wir 2 Stunden am Tag oder 3 diese Tageslichtlampe anhaben. Das ist jetzt natürlich nicht tragisch für den Hamster, er kann sich ja verstecken, er schläft ja sowieso tagsüber die meiste Zeit, und natürlich lassen wir nachts keine Lampen an, das ist ganz klar. Wenn die Pflanzen größer sind und der Hamster sich gerne darunter aufhält, ist es gar nicht mehr so tragisch, dass von oben Licht reinkommt, weil er dann wie in so einem kleinen Wald ist, und das sieht man auch bei vielen Bildern, die ich mit Tweety gemacht habe, sehr, sehr gut. Ich persönlich kann also von meiner Erfahrung durchaus Erde empfehlen, würde sie aber nicht für Einsteiger empfehlen und würde sie auch nicht für jeden Hamstertyp empfehlen. Ich kenne mich nicht mit jeder Hamsterart aus. Ich würde mich da genau informieren, wie lebt der Hamster und ist es in Ordnung für ihn, wenn er in der Erde, unter der Erde und so weiter lebt. Und natürlich ist Erde auch nicht so einfach zu beschaffen. Ihr könnt ja jetzt nicht einfach in den Wald gehen und irgendwie Erde mitnehmen, sondern ihr müsst euch an die typische Terrarienerde halten. Und da eignet sich Kokoserde ganz gut, weil die Fasern in der Kokoserde so weich sind, dass da keine Gefahr für den Hamster besteht. Auch der Prozess mit dem Auflösen der Erde ist halt ein sehr langwieriger. Und je nachdem, wie groß das Terrarium ist, kann es durchaus einige Tage dauern, und danach habt ihr nochmal eine Trockenphase. Also bei uns in der Wohnung war das wirklich ein Gematsche und wir mussten eine Plane auslegen, weil man hat halt einfach sehr viele Kisten mit Erde, die dann nass ist, und muss die umschichten, und da geht immer irgendwas daneben. Schön ist es nicht. Ihr könnt mir gerne noch Fragen stellen. Ich bemühe mich immer, Fragen recht ausführlich zu beantworten. Mittlerweile lässt sich das noch ganz gut managen. Also wir sind ja noch eine recht kleine Community, und ich hoffe auch in Zukunft weiter alle eure Fragen beantworten zu können. Und ich freue mich einfach wahnsinnig, dass wir trotzdem so schnell gewachsen sind und dass sich wirklich so viele Leute für meine Videos interessieren, weil es macht auch, muss ich ehrlich sagen, viel Arbeit neben meiner normalen Arbeit noch so, Videos zu schneiden und sie auch interessant zu schneiden, sodass sie eben für euch auch einen Mehrwert bieten. Ich hoffe, das gelingt mir, aber ihr gebt mir fast durchwegs positives Feedback, und dafür möchte ich mich bedanken, und dann macht's gut. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein könnt.